jetzt diese Diät machen und mein Gewicht jetzt am besten gestern sofort runter haben. Aushalten, ein Aushalten der Emotionen, die man dadurch reguliert. Ich möchte heute darüber sprechen, warum ich nie wieder eine Diät machen würde und warum ich das auch niemandem empfehle. Also, ich habe ja, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, über die Jahre 30 Kilo abgenommen. Also eigentlich immer so in Etappen. Keine Ahnung, mal erstmal 15 und dann nochmal, ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau in den Zahlen, aber es war halt immer so, ja, eigentlich wie ich mich auch von meiner Persönlichkeit entwickelt so habe ich eigentlich auch die Kilos dann so runterbekommen, peu à peu. Also, ich möchte dazu sagen, dass ich in den Phasen, in denen ich wirklich dann auch effektiv abgenommen habe ich nie auf irgendwas verzichtet, sondern ich habe tatsächlich alles gegessen, aber ich habe mich nicht übergegessen. Ich habe mich nicht überessen. Wie sagt man denn das? Naja, auf jeden Fall, ich hatte mir nichts verboten. Und nach all den Jahren kann ich jetzt sagen, dass das die beste und gesündeste Art und Weise ist. Es ist natürlich wichtig, dass man irgendwie, dafür ist vielleicht auch Kalorien zählen und sich nochmal damit beschäftigen und aufschreiben und so weiter ganz gut, damit man eigentlich ein Gefühl bekommt dafür, was sind Proteine, was sind Kohlenhydrate, was sind Fette, wie viel Energiedichte hat das Ganze, wie viel brauche ich eigentlich, wie viel nehme ich zu mir. Das ist etwas, für mich war das eine ganz neue Welt, ich hatte überhaupt keine Ahnung davon und es ist wichtig, dass wenn man zu diesem intuitiven Essen hingehen möchte, dass man aber auch ungefähr ein Gefühl dafür hat, was wo drin ist quasi. Ich habe natürlich alle Diäten dieser Welt ausprobiert. Also alles. Was ein Quatsch. Ich habe irgend so eine komische Früchte-Diät gemacht, wo man nur Früchte isst. Total bescheuert. Kein Fett dazu gegessen. Also geht der Blutzucker ständig hoch. Ich habe irgendwie kein Fett dazu gegessen. Auch Protein schon mal geil. Also dann habe ich natürlich, also keine Ahnung, Kohlsuppendiät und weiß ich auch nicht. Also alles Mögliche. Ganz, ganz schrecklich. Man ist immer in diesem Verzicht. Man ist immer im Sparmodus mit den Kalorien. Der Körper ist voll auf Alarm. Das geht gar nicht. Ich war mir natürlich überhaupt gar nicht darüber bewusst, was ich da. Ich dachte, das ist gut, weil ich habe ja nicht das Bewusstsein gehabt, zu begreifen, dass mein Übergewicht ja daher kommt, weil ich damit meine Emotionen reguliere, sondern ja, das ist einfach so aus der Luft. Also mir war schon klar, dass ich zu viel esse, aber ja, ich habe einfach mal nur Symptombekämpfung gemacht. Dann habe ich natürlich auch alle Shakes jeglicher Hersteller ausprobiert und es ist halt auch, wie man sich selbst da anlügt. Ich weiß nicht, es ist doch widerlich, machen wir uns nichts vor, es ist widerlich. Und ich weiß, wenn man dann halt, das muss man glaube ich 3-mal am Tag oder so trinken, da gibt es ja auch mittlerweile verschiedene Geschmacksrichtungen. Damals gab es da noch nicht so viel Vielfalt, aber naja, und dann trinkt man das und versucht sich einzureden, dass es eigentlich voll okay ist, kann man trinken und so kann man voll aushalten, ist in Ordnung. Nein, es ist total widerlich. Es ist total widerlich und eigentlich spätestens der 3. Shake am Abend dann an diesem Tag kommt dir dann schon fast wieder hoch und du weißt, oh Gott, das muss jetzt, wie lange geht das? 7 Tage oder 10 Tage oder so macht man das? Total furchtbar. Und was hat man denn dann erreicht? Dann hast du vielleicht auf der Waage ein paar Kilo mehr, ein paar Kilo weniger, hoffentlich, und hat ein gutes Gefühl. Aber du hast ja jetzt keine Muskulatur aufgebaut. Du hast ja wahrscheinlich nicht effektiv Fett verbrannt, sondern einfach nur so ein bisschen Wasser verloren und fertig. Mehr ist es doch nicht. Aber man hat ein gutes Gefühl. Und das leider funktioniert es so gut, sich selbst so zu betrügen. Also es ist für mich, ich bin ja auch wirklich süchtig danach, mich zu wiegen. Es ist ganz schlimm, obwohl
Also mittlerweile ist es so, ich habe so ein gutes Gespür von meinem Körper, dass ich dann schon weiß, ob ich abgenommen habe oder zugenommen habe. Da brauche ich keine Waage. Aber das ist halt dieses Muster noch, was so fest ist, dass wenn ich mich nicht auf die Waage stelle, habe ich das Gefühl, ich verliere die Kontrolle. Obwohl ich das ja nicht tue. Also weil mit dem, wie ich esse, reguliere ich das ja und nicht durchs Wiegen an sich. Damit reguliere ich ja nicht mein Gewicht. Aber das ist so ein, ich weiß es selbst, aber es ist schwierig für mich, das wirklich loszulassen. So, zurück zu den Diäten, genau, Shakes hat auch alles nicht funktioniert. Man quält sich da ab und dann hast du, keine Ahnung, 4 Kilo abgenommen. Es kommt ein bisschen auf das Ausgangsgewicht an, aber dann hat man das halt abgenommen. Toll. Und das dauert keine 1, 2 Wochen, dann hat man das gleich wieder drauf oder das Doppelte. Also es funktioniert nicht, weil es ja nur Symptombekämpfung ist und nicht die Ursache, warum man überisst. Und ich möchte noch sagen, ist es natürlich, weil es auch mein Thema so war, ich finde es immer ganz, ganz schlimm, wenn Menschen dann über andere, die eben zu dick sind, wie auch immer, sagen, oh ja, guck mal hier, der Fette, die Fette oder so, wo so ein bisschen sich über einen lustig gemacht wird. Ich kenne das ja auch. Weil was ein bisschen nicht akzeptiert wird in unserer Gesellschaft, dass das ein Krankheitsbild ist. Also niemand isst so viel oder ist massiv übergewichtig, weil es so gut schmeckt. Sondern das ist ja wirklich eine Regulation der Emotionen. Nur, keine Ahnung, wenn jetzt ein anderer trinkt vielleicht oder geht dann in die Spielhalle oder jeder macht da ja seine eigenen Mechanismen quasi, aber man sieht es dann der Person vielleicht die ersten Jahre nicht wirklich an. Irgendwann, wenn man die Person besser kennt, kriegt man das natürlich auch mit. Aber ich sag's mal so, es ist nicht so offensichtlich. Aber wenn jemand halt dick ist, kann er das ja nicht verheimlichen. Also es ist ja ganz offensichtlich, trägt er dieses Krankheitsbild vor sich hin. So. Und bei jemandem, der Drogen konsumiert, würde man das vielleicht die ersten Jahre auch nicht sehen, aber dann mit der Zeit, ja gut, wenn jemand überisst, sieht man das vielleicht die ersten Jahre auch nicht. Aber naja, die Pointe ist ja klar. So, und ich habe das zum Beispiel so, wenn ich dann ganz, ganz massiv übergewichtige Menschen sehe, dann, also klar, ich identifiziere mich ja auch damit, das ist ja auch so mein Thema, aber ich habe dann so richtig so ein Mitgefühl, weil wenn ich so den Maßstab dieses Übergewichts auch sehe, dann denke ich immer, wow, dieser Mensch hat so viel Schmerz und er ist sich wahrscheinlich nicht mal dessen bewusst, warum er so aussieht. Also das war es ja bei mir auch. Ich habe das nicht verstanden damals, dass das Ängste sind und ja, Schmerz, den ich irgendwie nicht wahrhaben wollte, den ich dann quasi versucht habe wegzuessen. Und ich finde es halt ganz wichtig, dass man insgesamt, also das gilt eigentlich für jede Suchterkrankung, das meine ich jetzt nicht nur bei Leuten, die so stark übergewichtig sind, sondern ganz im Allgemeinen, dass es immer ja nicht die richtige Art und Weise ist, dann mit dem Finger auf diese Person zu zeigen oder sie zu verurteilen, weil man weiß nie, was die Situation wirklich ausgelöst hat. Das ist ganz grundlegend. Und was eben hilft, ist, wie ich es ja schon so oft gesagt habe, ist eine Arbeit im Inneren. Also ich finde es mag vielleicht einigen helfen, aber ich finde zum Beispiel auch so eine Magenverkleinerung oder ein Magenband, es ist auch nur Symptombekämpfung. Und dann nehmen die Leute ab, keine Ahnung was, 80 Kilo oder was, und dann nehmen sie es aber wieder zu, weil die Ursache ja nicht weg ist oder das Essverhalten auch, da wurde nie dran gearbeitet. Ich meine, das passiert jetzt nicht jedem, aber das gibt schon Fälle, wo das so vorkommt. Und das ist so ein bisschen, als würde man
einem Alkoholiker jetzt den Mund zukleben, damit er nicht mehr trinkt. Aber das ist ja auch nicht die Ursache. So. Und was letztendlich über die Jahre ja bei mir geholfen hat, ist ja diese Persönlichkeitsentwicklung, insgesamt die beste Version oder als anzustreben, die beste Version seiner selbst zu werden, indem ich halt die Probleme oder die Ursachen, die dafür sorgen, dass ich so überesse, indem ich die eben angegangen bin. Ja, das heißt, ich habe dann gewisse Umstände verändert, sei es dann jetzt Leute in meinem Umfeld oder ja, verschiedenste Situationen, aber natürlich auch ein anderes Essverhalten und so weiter, einfach das bewusster darüber werden. Aber was ich sagen möchte ist, ich meine, ich halte mein Gewicht ja schon über Jahre, also hat ja jetzt nichts mehr mit Jojo-Effekt oder so zu tun, sondern das ist wirklich, weil es ein ganz anderes Bewusstsein geworden ist, weil ich das integriert habe, weil ich mein ganzes Leben dadurch verändert habe. Also es wird nicht funktionieren, einfach nur jetzt irgendwie eine Crash-Diät durchzuführen. Das kann man machen, aber man ist dann ja nicht, es ist ja nicht integriert dann. Es ist nicht integriert im ganzen System, sondern es ist ja nur ein Aushalten der Emotionen, die man dadurch reguliert. Das kann man eine Zeit lang machen, wunderbar, aber dann bricht ja alles wieder über einem zusammen, weil man auch nicht gelernt hat oder nicht integriert hat, andere Mechanismen für die Emotionsregulation und so weiter. Und deswegen fängt man dann quasi wieder von vorne an, bis man diese Lektion gelernt hat und verstanden hat, okay, was mache ich hier eigentlich? Erst dann wird das auf eine gesunde Art und Weise ins Leben und ins ganze System übergehen. Und das gilt natürlich für alle Suchterkrankungen. Aber für mich ist jetzt explizit natürlich das Gewichtsthema das Ding. Deswegen, ich wollte das auch gar nicht wahrhaben. Ich wollte jetzt diese Diät machen und mein Gewicht jetzt am besten gestern sofort runter haben. Ich habe nicht verstanden, dass das aber das mit anderen Dingen zusammenspielt, die in meinem Umfeld, in meiner Umwelt passieren. Ja, da war ich richtig resistent gegen. Dass nur diese Diät und fertig. Und ich habe auch wirklich, da konnte ich richtig Zähne zusammenbeißen auch, mich dadurch zu quälen, so als würde man sich fast bestrafen dafür, dass man halt zu viel wiegt oder dass man dann irgendwie ja so ein Muster hat, was eigentlich noch schlimmer ist. Und man tut sich überhaupt, also es ist für die Psyche, es ist total furchtbar. Man ist so gestresst, man ist so im Überlebensmodus und natürlich ist es auch für den Körper nicht gut. Also immer dieses Rauf und Runter mit dem Gewicht, das ist eine Katastrophe. Man hat eigentlich voll den Muskelverlust, voll Körperfett, und dann geht noch höher. Also ich kann das wirklich nicht empfehlen. Ich habe das mein Leben lang so viele Jahre gemacht und hinterher muss man quasi dann diese Trümmer dann wieder irgendwie aufräumen und dann ist es noch viel schwerer, als wenn man es einmal auf eine gesunde Art und Weise macht, die dann vielleicht nicht so schnell geht, aber ja lang anhaltend ist. Also wirklich, dass man das dann auch integriert und das ist dann die gesunde Art und Weise, statt ja, dieses Schnelle ist ja auch nie langlebig, egal worum es geht, unter anderem auch bei Diäten und dann dümpelt man da ewig die ganzen Jahre damit rum und denkt, warum klappt das denn nicht? Ja, weil da ein Teil fehlt. Ne? Deswegen, bitte, bitte keine Diäten machen.